Guten Morgen, es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Ich bin hier am bekannten Koblenzer Hauptbahnhof und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Und bei der Challenge geht es vor allem darum, wie weit ich komme mit Regionalzügen in genau 12 Stunden. Diesmal geht es in Richtung Süden, also in Richtung Berge, und da versuche ich bis in die Bayerischen Alpen zu kommen. Hier morgens um 5 ist hier schon richtig was los, denn hier wird erstmal sauber gemacht. Meiner ist der RE2 in Richtung Frankfurt. Das ist der, den ich nehmen möchte. Das ist der erste Zug. War aktuell steht er noch pünktlich dran. Das auch eine andere Experience beim ersten Mal dieser gleichen Challenge gewesen. Da hinten scheint sich auch schon was in der Abstellung zu tun. Ich glaube, gleich lassen sie den Zug hier einfahren. Zumindest hoffe ich das. So, ich sag mal, in welche Richtung es ungefähr gehen soll. Bayerische Alpen habe ich ja schon gesagt. Und mal gucken, wie weit ich komme. Aber die grobe Richtung ist jetzt erstmal so Richtung München. Ich glaube, das war jetzt eine Schnellbremse oder Gefahrenbremsung. Mal gucken, was jetzt passiert. Also ging halt ziemlich schnell weiter. War offensichtlich nichts Gravierendes, irgendwas mit Zugbeeinflussung. Das hat mir gerade der Schaffner hergesagt. Nixal ist der römisches Theater. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Hier Mainz Römisches Theater wäre übrigens eines der Sehenswürdigkeiten gewesen in Rheinland-Pfalz, die ich auch hätte theoretisch abhaken können. Und es wäre auch super einfach zu erreichen, weil der Zug dann genau hingefahren wäre. Wie ihr in dem Video sehen könnt, hat es nicht gereicht. Auf jeden Fall wert sich das mal anzuschauen, hier direkt neben so einem Bahnhof. Und jetzt fahren wir aber aus Rheinland-Pfalz raus und kommen in das nächste Bundesland, nämlich Hessen. Ich glaube ja, dass heute ein schöner Tag wird. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß und die Klimaanlagen funktionieren alle. Denn immerhin habe ich mich ja heute wieder ausgesucht, den ganzen Tag nur in Regionalzügen zu verbringen. Aber dafür kann ich nachher Berge anschauen. Also hoffe ich. Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen was Ungewöhnliches und das ist auch nur, das klappt auch nur dann, wenn wir Glück haben. Bischofsheim. Aber ich habe vor, jetzt in Rüsselsheim auszusteigen und dann mit einer Regionalbahn zu fahren, die am Frankfurter Hauptbahnhof vorbeifährt. Ich hätte laut Plan 42 Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof. Ich glaube, dass es sein kann, wenn Dinge schief gehen, was in Frankfurt Hauptbahnhof immer passieren kann, dass ich mit dieser Regionalbahn, die ich jetzt dann hier gleich nehme, dass ich mit der möglicherweise besser fahre, die jetzt zu nehmen, und zwar bis Aschaffenburg am Frankfurter Hauptbahnhof vorbei. Und wenn da irgendwas schief geht, wenn der irgendwie der vorige Zug Verspätung hat, dann kann es sein, dass ich den doch noch irgendwie kriege. Das kann natürlich jetzt eine komplette Fehlentscheidung sein, aber wenn ich 42 Minuten habe, kann ich auch noch eine S-Bahn nehmen bis nach Frankfurt oder Frankfurt Süd, um dann da den anderen Zug zu nehmen, den nächsten. Also das Risiko ist gering, dass das jetzt zum Problem wird, aber es gibt die Chance dafür, früher da zu sein. Wow, also das ist jetzt einmal ein Bild hier, die Sonne, der Zug fährt direkt der Sonne entgegen. Warum ich hier umsteige und nicht am Flughafen, ist, weil der RB, den ich jetzt gleich nehme, über den Fernbahnhof fährt. Das ist was Besonderes. Und guck mal hier, Lufthansa. Also sagt Bescheid, wenn euch das zu viel Flugzeug-Content ist, weil hier kannst du natürlich in Rüsselsheim Bahnhof total Trainspotten, wollte ich schon sagen, Planespotten. Trainspotten kannst du ja auch, aber das ist, glaube ich, nicht der beste Punkt dafür. Aber Flugzeuge kannst du hier gut gucken. Da kommt nämlich gerade schon der nächste. Woher die wohl kommen? Gleis 2, Einfahrt RB 58 nach Lauffach über Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof, Abfahrt 6:35 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
Der geht ganz da vorne. RB 58 nach Laufbahn. Das Besondere hier ist nämlich, dass dieser Zug auf die Schnellfahrstrecke Rhein-Main einbiegt und hier noch ein Stück Schnellfahrstrecke fährt, um dann am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof zu halten. Ich glaube, das ist die einzige Regionalbahnlinie, die das macht, die über den Fernbahnhof fährt und hier sogar auf der Schnellstrecke fährt. Regionalverkehrs sowie zur S-Bahn. Und das wäre jetzt immer nach München gewesen. Der würde mich sicher 3 Stunden schneller 58 nach Laufbahn. nach München bringen, als jetzt diese Regionalzugverbindung, die ich jetzt mache. Aber das ist ja nicht die Challenge, sondern wir wollen das ja mit dem Deutschland-Ticket hinkriegen. Unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten um Verständnis. Die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Naja, zum Glück ist es so, dass der Zug, den ich nehmen will, auf der gleichen Strecke fährt. In Fensterbereich Frankfurt am Main aus. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das war jedenfalls schon früh. In wenigen Minuten, in ungefähr 10 Minuten, sind wir in Aschaffenburg. Und da steige ich dann erstmal in den Zug, der aus Frankfurt Hauptbahnhof gekommen ist, ein und fahre mit dem weiter bis nach Würzburg. Aber bis jetzt scheint ja alles gut zu funktionieren. Durch das Nadelöhr Frankfurt Hauptbahnhof durchgekommen. Also der Zug ist ja wirklich genauso abgefahren, wie man das noch früher von der Bahn kennt. Die Spur ging nach oben tuk, 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 und dann ging es los. Das habe ich nicht geschnitten. Das ist das Level von, wie es heute Morgen klappt. Also der hatte kurz mal 5 Minuten Verspätung, die hat er wieder reingefahren. Also hier war er dann, wie gesagt, wieder pünktlich. Und jetzt kommt dann in einer Viertelstunde ungefähr der Zug in Richtung Würzburg. Den Zug da hinten, der ist spannend, den hatte ich mir angeschaut, ob das möglicherweise eine Möglichkeit wäre für das Bundesland-Video, da vielleicht zu starten. Denn man muss eine Sache wissen, dass Baden-Württemberg und Bayern da hier in der Nähe richtig einen komischen Grenzverlauf haben. Nämlich Baden-Württemberg reicht im Norden da bis an den Main. Und deswegen kann man an dem Zug hier auch sehen, dass der hier ein Bewegt-Logo drauf hat, weil der nämlich nach Baden-Württemberg fährt. Und das heißt, man hätte dort starten können in Wertheim, das ist in Baden-Württemberg, und dann mit dem Zug hierher fahren, dann hätte man Baden-Württemberg, Bayern und dann hätte man über Hessen weitermachen können. Habe ich im Endeffekt verworfen, weil man einfach nachher mehr Punkte hat machen können mit den Stadtstaaten im Norden. Und deswegen ist die Nordroute es im Endeffekt geworden, aber das hier war was ich mir tiefer angeschaut hatte, ob das nicht eine Option wäre, um Baden-Württemberg und Bayern mit abhaken zu können. Jetzt spürst du, wie früh das heute Morgen war. Jetzt hole ich mir noch einen Kaffee. Ich hätte gern Kaffee. Wunderbar, Dankeschön. Gleis 6, Einfahrt RE 55 nach Schweinfurt Hauptbahnhof über Würzburg in den Abschnitten D und E, Abfahrt 8:16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Also ich mache eine Prognose. Dieser ICE 525 nach Nürnberg wird mir gleich Probleme bereiten, weil der nämlich dann in Würzburg zu spät ist und dann nehme ich dort natürlich noch den nächsten und der wird dafür sorgen, dass mein Zug, den ich dann nehme, leider nicht mehr pünktlich in Nürnberg sein wird und da habe ich nur 15 Minuten. Das ist meine Prognose.
Mal gucken, ob das stimmt. Wir fahren jetzt gleich über die Strecke, die sogenannte, also die war mal die sogenannte Spessartrampe, wo es richtig steil war, vor allem für Güterzüge, für solche Züge wie den hier. Kein Problem, die haben das auch umgebaut, ist jetzt weniger steil, dafür kürzer und mit viel Tunnel. Aber das ist was jetzt gleich kommt. Das hier ist einfach alles schneller und seit 2017 gibt es auch diese neue Strecke schon. Also ist jetzt nicht die neueste Erfindung, die ich hier gerade preisgebe, aber es ist so, dass es hier schneller geht. Und das ist für die Güterzüge eigentlich alles. Nächster Halt, Würzburg Hauptbahnhof, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank für Ihre Reise mit den beiden Schwestern-Express. Also jetzt hier in Würzburg gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten, die ich nutzen könnte. Nämlich eine Variante über Nürnberg. Also da fährt jetzt hier der RE10 in Richtung Nürnberg und dann habe ich in Nürnberg eine relativ kurze Umsteigezeit, um dann den RE1, das ist der teilweise über die Schnellstrecke fährt, wenn ich mich richtig erinnere, dann nach München zu nehmen. Oder die andere Möglichkeit wäre der da hinten, den zeige ich euch jetzt gerade hier. Der fährt nämlich komplett direkt nach München, durchgängig. Das heißt, würde ich mich jetzt reinsetzen, habe ich 3 Stunden Regio fahren, um dann nach München zu kommen. Beide sind okay. Ich nehme aber wahrscheinlich die Variante über Nürnberg, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch einen früheren dann in München bekommen kann, da gegeben ist. RE10 nach Nürnberg, das scheint ja vielleicht hier zu sein. Warten wir mal, oder? Gleis 9. Also am Gleis, wo wir gerade auch angekommen sind. So, ich sehe gerade übrigens, dass ich einfach falsch geguckt habe. Ich musste Gleis 11. Da geht es dann in 15 Minuten los. Das steht auch schon da. Der soll jetzt in ungefähr 15 Minuten losfahren. Aber es scheint, dass meiner Fahrt Richtung Berchtesgaden, sage ich jetzt mal, da ist es mit 12 Stunden machbar, nicht im Wege steht. Also da, Berchtesgaden ist da, wo ich hin möchte. Und die Frage ist, und ganz knapp könnte das noch klappen, nur knapp, ganz knapp, ja, schaffe ich es, noch das letzte Schiff auf dem Königssee, in Schönau am Königssee zu nehmen. Das Ziel ist jetzt, wenn alles gut geht, dass ich auf dem Königssee noch eine Bootstour mache. Heute Abend, wenn ich da angekommen bin. Mit dem letzten Schiff. Also das fährt auf den Königssee raus und dann fährt es auch wieder zurück. Das heißt, ich komme auch wieder zurück. Sonst ist das nämlich da schon ein Problem. Aber das wird super knapp und nur dann, wenn alles gut geht. Und das ist übrigens der verspätete ICE, den ich in Aschaffenburg gesehen habe. Der ist jetzt genau hier und deswegen wird er mir wahrscheinlich keine Probleme mehr machen. Also der bleibt jetzt hier einfach ewig stehen. Also das sind 2 ICEs, die beide auch in die Richtung fahren. Der eine nur bis Nürnberg, der andere bis München. Aber also in den nächsten 10 Minuten können die beide losfahren und dann vor uns wegfahren. Und dann ist kein Problem. Dieser ICE, der ist übrigens aus Koblenz gekommen. Für euch wahrscheinlich alle überhaupt keine neue Erkenntnis und keine Überraschung, aber zwischen Nürnberg und Fürth, also hier ungefähr parallel, war die erste Eisenbahnstrecke Deutschlands mit dem Adler. Den habe ich übrigens mal gefilmt, als er in Koblenz im DB-Museum war. Hier ein kleines Video dazu. Aber hier zwischen den beiden Städten ist er gefahren. So, jetzt komme ich hier gleich in Nürnberg am Hauptbahnhof an und muss da
umsteigen in den RE1 Richtung München. Der soll, ich glaube, also ein Gleis weiterfahren. Ich hoffe am selben Bahnsteig gegenüber. Aber der hat jetzt schon Verspätung, deswegen. Und wir sind pünktlich. Bedeutet also, den kriege ich sehr wahrscheinlich, wenn jetzt nicht noch irgendwas Gravierendes passiert. Naja, wenn wir so weiterfahren und jetzt halten, dann wird daraus nichts. Jo, der wird voll. Kann man ja schon fast froh sein, dass er noch nicht da ist. Ist glücklicherweise genau am selben Bahnsteig gegenüber. Aber jetzt muss man mal gucken, wie viel Platz da gleich drin ist, weil das wird hart. Weil hier wollen wir jetzt alle rein, inklusive mir. So, mal gucken, ob wir einen Platz bekommen. Also wir haben jetzt so 20 Minuten Verspätung, aber es sollte kein großes Problem sein, weil weil ich ja viel länger Aufenthalt habe, weil fast eine Stunde hatte und ja, in dem Zusammenhang ich jetzt halt 40 Minuten Aufenthalt habe in München Hauptbahnhof. Also sind wir gechillt, aber scheint alles super zu laufen. Das ist jetzt gleich die Rückfahrt Richtung Nürnberg. Aber ihr seht, dieser Nürnberg-München Regionalexpress, wie krass beliebt der ist. Und weil der halt relativ gut ist auf der Strecke. Der ICE ist natürlich schneller, also viel schneller. Aber, und das ist jetzt die Krux, nicht so viel schneller, dass die Leute dafür so viel bezahlen würden. Ich bin jemand, der das Deutschlandticket sehr gut findet und verteidigt. Aber es hat dazu geführt, dass es eine riesen Diskrepanz zwischen dem Regional- und Fernverkehr gibt in Hinsicht des Preises. Und das bedeutet, dass der Fernverkehr im Vergleich preislich so abkackt, dass er komplett unattraktiv ist auf manchen Strecken. Die Strecke Koblenz und Mainz ist genauso. Da fahren auch Intercities, da fahren auch ICEs, aber die sind halt 10 Minuten schneller. Die ganzen Leute, die jetzt hier gerade lang gelaufen sind, ich glaube, die kamen alle aus diesem RE5. Wow, das wird gleich eine richtige Nummer noch. Aber also bin ich früh genug da, um mich da jetzt reinzusetzen. Ich gehe in den vorderen Zugteil. So, München Hauptbahnhof. In jetzt 25 Minuten soll hier der Zug nach Salzburg abfahren. Ich befürchte, dass der richtig voll wird. Aber ich habe mich deswegen jetzt auch schon mal hier reingesetzt in den Zug. Ist der vorletzte Zug, den ich heute nehme. Und wenn dann noch der nächste Umstieg klappt, dann schaffe ich es in den 12 Stunden bis an den Königssee. Wettermäßig ist es so, gerade hat es geregnet.
Da habe ich ein bisschen Angst, weil ich habe eigentlich überhaupt nichts dabei für Regen. Ich hoffe mal, dass das Wetter jetzt zumindest so bewölkt bleibt, beziehungsweise eher sonniger wird. Das wäre jetzt noch mein Wunsch. Nach diesem Zug gibt es in Freilassing eine kurze Umsteigezeit, 6 Minuten. Das könnte noch was sein. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass die S-Bahn dann Richtung Berchtesgaden auf diesen Zug hier wartet, weil das eine direkte Umsteige-Anschlussverbindung ist. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann sind wir natürlich an einer früheren Stelle fertig mit der Challenge. Jetzt bin ich gleich gespannt, weil jetzt kommen die Berge immer näher und ich glaube, gleich können wir sie dann noch sehen. Da sind sie, die Berge. Und die Sonne kommt raus. Hier nochmal Glück gehabt. Ich habe gedacht, es wird jetzt richtig regnerisch, aber es wird unglaublich schön. Eine Sache ist allerdings, nämlich der Zug hat jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Und zwar sagt die Prognose, dass ich den Anschluss in Freilassing noch kriege. So eine Prognose, dass wieder was aufgeholt wird, die ist selten richtig. Ich zeige euch jetzt hier gleich in Rosenheim noch was Spannendes. Eisenbahntechnisches, da fahren wir nämlich gleich vorbei dran. So, und das Eisenbahntechnische, um was es jetzt hier geht, hängt zusammen mit der Strecke Richtung Kufstein und Innsbruck, die jetzt hier eigentlich von dieser Strecke her abgeht. Aber die kommt sozusagen von hier, von Rosenheim und geht dann da runter. Zeige ich euch jetzt gleich. Das hier ist die Strecke Richtung Kufstein und Innsbruck. So, das ist wichtig zu wissen. Aber genau hier, diese Strecke, um die geht's, die jetzt hier wieder reinkommt. Diese Kurve. Diese Kurve ist deswegen spannend, weil sie die Deutsche Bahn, die Deutsche Bundesbahn damals hat die nicht gebraucht und hatte die auch nicht gebaut, sondern die ist komplett von den Österreichern und der ÖBB bezahlt und gebaut worden. Weil die hauptsächlich gebrauchen, diese Strecken. Das liegt daran, wenn man zum Beispiel von Bregenz über Innsbruck nach Salzburg und Wien fahren will mit dem Zug, dann ist es deutlich schneller für diese Züge von Innsbruck nach Salzburg hier lang zu fahren. Also durch Deutschland. Das hat aber zur Folge gehabt, dass die österreichischen Züge in Rosenheim wenden mussten, ja, weil es diese Kurve nicht gab. Die mussten dann reinfahren, musste die Lok gewechselt werden und weiter. Das hat also richtig viel Zeit gekostet und deswegen wurde diese Kurve gebaut, damit die sozusagen durchfahren konnten. Und das waren die sogenannten Korridorzüge und die waren, die waren halt schneller, als wenn der Zug über so eine Bergstrecke in Österreich gefahren wäre. Ja, da bin ich ganz froh, dass ich den jetzt nicht nehmen muss. Obwohl es heute von der Temperatur her wahrscheinlich gehen würde. Aber setzt die nicht mehr ein. Ehrlich gesagt habe ich für alle, die solche nicht elektrifizierten Stichstrecken haben, die aber an einem Bahnhof enden, wo es elektrifiziert ist, die große Empfehlung, mal nach Schleswig-Holstein zu schauen, wo die mit Akkuzügen fahren. Super angenehm zu fahren, klimatisiert, modern und eben ohne Diesel. Da würde ich auch hier die große Empfehlung aussprechen, das mal in Angriff zu nehmen und etwas zu machen, was Schleswig-Holstein macht. Die Umsteigezeit in Freilassing schrumpft und schrumpft. Also das könnte jetzt tatsächlich schon noch knapp werden. Also das waren mal 5, jetzt sind es 3 und der hat jetzt auch seine 5 Minuten oder sogar noch 6 Minuten Verspätung gerade, die er noch nicht so richtig aufholt. Aber die Prognose sagt, ja, wird aufgeholt. Nächster Halt. Teisendorf. Ausstieg rechts.
Also die App sagt, das klappt nicht mehr. 1 Minute. Gleis 2 auf Gleis 1. So, das ist jetzt wieder wie Minden. Schaffe ich es noch? Weil dann schaffe ich es heute nicht mehr in den 12 Stunden an den Königssee. Und das würde ich schon gerne. Und vor allem wollte ich ja eigentlich noch das letzte Schiff über den Königssee bekommen, um dann da noch drüber fahren zu können. Dazu muss jetzt diese S-Bahn klappen. Also meine Hoffnung ist ja, dass die wartet, weil das ein Anschluss ist. Aber sicher kann ich mir da nicht sein. Aber das ist jetzt wieder viel zu knapp. Das ist jetzt die große Frage, steht die noch da oder steht sie nicht da? Oh, da steht auf jeden Fall was. Okay, wir müssen unten drunter durch wahrscheinlich. Ist das 1 oder was ist das? Nächster Halt. Freilassing. Umstieg Richtung Bad Reichenhall. Müssen Sie alle auch rennen? Ja. Und Mühldorf. Und zur S2 und S3 sowie zum Rex 21. Change HFO. Bad Reichenhall, Berchtesgaden und Mühldorf. Ausstieg links. Hier steht. Hier steht. So, oh Gott, man muss aber unten drunter durch. Na, hoffen wir mal. Der Mann hat gesagt, der wartet, drauf ankommen lassen will ich es aber nicht. Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie, ich muss den Zug noch kriegen. Jetzt hat mich die Bundespolizei aufgehalten. Zum Glück hat die gewartet. Ey. Also jetzt, wo es noch geklappt hat, noch mal ganz kurz, was gerade passiert ist. Ich habe es zum Glück noch gekriegt, weil der hier gewartet hat. Aber die Bundespolizei hat mich gerade am Bahnhof aufgehalten, weil die gedacht haben, ich hätte sie im Zug gefilmt, was ich nicht habe. Warum sollte ich die denn filmen? Das interessiert mich ja gar nicht, was die machen. Dann wollten die aber meinen Ausweis haben. Aber die Hoffnung lebt, dass wir es möglicherweise noch auf das letzte Schiff schaffen. Also ganz knapp, je nachdem, wie pünktlich das abfährt, wie pünktlich die Busse sind. Also es wird super, super knapp mit dem Bus, den ich dann nehmen muss. Und dann muss ich auch noch ein bisschen zu dem Schiff hin. Das ist alles nicht so super weit, aber wir müssen jetzt mal gucken wegen der Busse. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Ihr werdet sehen. Also, um 5:07 Uhr ist der Zug heute Morgen losgefahren. Das bedeutet also, um 17:07 Uhr sind die 12 Stunden rum nach der Rechnung. Und das bedeutet, wir haben jetzt noch eine knappe Stunde, um zu sehen, wie weit ich komme. Aber der Zug fährt bis nach Berchtesgaden. Auch noch 20 Minuten. Und dann muss ich noch im Bus fahren. Aber guckt euch das mal an, wie schön das hier ist. So, da steht Bus. Dann gehen wir jetzt mal durch. Keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein. Aber dieser Bahnhof sieht schon sehr 40er Jahre aus. Müssen wir mal nachschauen. Es sieht nicht danach aus, als ob
da noch ein Boot fährt danach. Also das heißt, da wäre ich sag mal, 10 Minuten nach der Abfahrt des letzten Bootes da. Dann müssten die sich schon sehr verspäten, dass das dann überhaupt noch passiert. Aber ich werde es bis zum Königssee dann jetzt schaffen, auch innerhalb der Zeit. Der fährt dann 10 Minuten, das heißt, dann gucke ich mal, bis wohin ich noch gewandert bekomme heute Abend hier. Also vor 8 Minuten ist das letzte Schiff offiziell abgefahren über den Königssee. Wahrscheinlich können wir es noch sehen, wie es fährt. Aber vielleicht ist es ja auch verspätet. Wenn es verspätet ist, dann würde ich versuchen, es zu bekommen. Und dann endet nämlich die Challenge mitten auf dem Königssee. Auch wenn natürlich das Schiff nicht im Deutschland-Ticket mit drin ist. Es wäre natürlich sehr schön, finde ich. Deswegen versuche ich es, drücke die Daumen, dass da noch was ist, aber also die Wahrscheinlichkeit ist super gering, ne? Also braucht man jetzt nicht uns da irgendwie große Hoffnungen zu machen, aber vielleicht, wer weiß. So, ich glaube nach da vorne geht's. Jetzt gucken wir mal, ob das noch möglicherweise klappt. Also ich renne jetzt mal, aber ich glaube, es klappt nicht. Also eine Viertelstunde Verspätung wird er nicht haben. Und das ist jetzt gleich. Also wie ihr sehen könnt, ist da kein Schiff mehr. Es wäre jetzt auch wirklich verwunderlich gewesen. Aber das bedeutet, dass wir jetzt sozusagen den Endort erreicht haben. Und falls es euch interessiert, das da runter, das ist die Bobbahn hier am Königssee. Wenn ihr schon mal Weltcup Bob oder so im Fernsehen angeschaut habt, hier kommt's her. Und da ist so ein Schiff. So sieht es aus. Ich glaube, realistisch ist in den 7 Minuten, die noch bleiben, jetzt ist nämlich genau 17 Uhr, schaffe ich es noch nach da hinten in diesen Biergarten, der natürlich sehr touristisch ist. Aber das ist in Ordnung. Was erwarte ich hier? Da muss man hier ganz außen rum. Aber das ist okay, das machen wir jetzt. Dann enden wir nämlich bei der Rodelbahn hier. Bei der Olympischen, bei der Weltcup-Rodelbahn. So, hier rüber geht's. Und das war's. Das hinter mir ist der Königssee, wo ich genau nach 12 Stunden angekommen bin. Und das war die Challenge von heute. Man schafft es in 12 Stunden bis zum Königssee von Koblenz aus, nur mit Regionalzügen, nur mit dem Deutschland-Ticket. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr hier das erste Mal anschauen, dass ich sowas gemacht habe. Da bin ich nämlich in Richtung Norden gefahren. Und generell könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Ihr könnt ein Like da lassen und ihr könnt kommentieren, wie es euch gefallen hat und wo ich vielleicht als nächstes Mal hinfahren soll und was für eine Challenge ich als nächstes machen soll. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.